Hallo, ich mache jetzt mal ein spontanes Video über Sprache, die Entstehung von Sprache. Wir alle kennen Kleinkinder oder Babys, die sich unterhalten, mit sich selbst reden oder in die Welt hineinreden. Und wir fühlen, dass sie ja tatsächlich eine Art von Unterhaltung führen, ohne dass sie ein einziges Wort benutzen, das wir Erwachsenen im Alltag benutzen. Sie kennen nicht diese fest geformten Worte, die nur eine Bedeutung haben, eingeengt sind, sondern sie leben von den Lauten, dem Ursprung. Und ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel nehme ich mal Trost. Wenn ich jemand tröste, kann ich das so machen. Ich kann sagen, ach, sei nicht traurig, das wird vorbeigehen. Oder ach, das ist doch nicht so schlimm, diese 5 in deiner Mathearbeit. Oder sei nicht traurig, dass jemand dein Fahrrad gestohlen hat. Und ich kann es auch anders formulieren und kann zum Beispiel sagen, Tanamai, Tikun Kapahe Tumunatau, Laba, Tabasham, Sapuakata, Nitukunato, Vaha, le matin, Tisch. Das ist jetzt einfach spontan gesprochen und da zählt, es hat eigentlich die gleiche Bedeutung. Nur ist es nicht eingeengt, sondern es ist eine allgemeine Aussage und das ist der Ursprung der Sprache, dass man Laute von sich gibt, in die Emotionen hineinfließen und auch Gesten. Die Gestik ist sehr wichtig. Darum ist dieses persönliche Gespräch, in dem man sich sieht, interessanter als zu telefonieren, weil man den Ausdruck des Gesichtes nicht sieht und man sieht auch nicht die Körperhaltung oder die Gestik. Ja, und das ist das Tolle. Und dieses, was ich jetzt gerade gesprochen habe, könnte ich sagen, das umfasst eigentlich alles, jede Art von Trost und hat einen weiten Raum. Es ist offen für Möglichkeiten, obwohl derjenige, um den es geht, es auf sich bezieht und auf seine Situation und fühlt, ja, das ist Trost, das ist Güte, das ist Mut machen. Und das gilt eigentlich für alle Zustände und für alle Umstände. Das ist sehr interessant, hochinteressant. Und darum können wir auch von den Babys lernen, wie entwickeln sie eigentlich ihre Sprache. Und interessant wäre mal ein Video in einer ähm, Kinderstation zu machen oder wo die Neugeborenen liegen oder gerade vielleicht ein paar Tage alt und es sind vielleicht 5 oder 10 oder 20 Kinder in dem Raum, wie sie miteinander sprechen. Und auch Kleinkinder, wenn sie zum Beispiel mit einem Hund, mit dem Hund des Hauses reden, mit Tieren sprechen, das sind für sie absolut die gleichen von der Qualität her die gleichen Gesprächspartner, als wenn sie mit Menschen reden. Sie reden mit allen, sie reden auch in den Himmel hinein, sie reden mit den Wolken, mit dem Wetter, mit sich selbst vor allen Dingen. Dieses Selbstgespräche führen ist auch hochinteressant. Das mache ich auch fast den ganzen Tag. Und ich spreche immer im Plural. Das ist mir die letzten Monate aufgefallen. Ich sage immer wir. Haben wir noch Margarine? Machen wir jetzt dieses? Machen wir jetzt jenes? Dann sage ich, hey Birdies, haben wir noch? Dann spreche ich zu den Vögeln und frage sie und eigentlich immer im Plural. Ja, Sprache ist hochinteressant. So, okay, das wollte ich nur sagen. Ciao, macht's gut. Ja, ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit wünsche ich allen. Und das letzte, was ich gepostet habe jetzt auf Facebook, das ist die Seelentaube als Wolke, darunter eine Herzwolke, beides ist unverfälscht.
nicht bearbeitet, das sind Originalfotos. Und über der Taube steht Nächstenliebe. Und unter dem Bild, unter dem Foto steht: Dehne dich aus. In dieser Welt, in allen anderen Welten und in allen Nichtwelten. Grenzenlos. Die Liebe ist die größte und stärkste Kraft des Universums. Das ist so. Darum macht es keinen Sinn, auf etwas anderes zu setzen, als auf die Liebe. Und die Liebe im weiteren Sinne ist die Nächstenliebe. Darum heißt es: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Nächste ist nicht unbedingt auch ein Mensch, es kann auch ein Tier sein. Etwas, was dich begleitet in deinem Leben. Und sei zu ihm so freundlich, wie du zu dir selber bist, und sei ebenso gütig, wie du auch zu dir selber bist oder wie du es für dich selbst wünschst. Und verurteile nicht so schnell den anderen und stecke ihn nicht in eine Schublade und enge ihn nicht ein auf eine kleine bestimmte Eigenschaft, sondern mach den Raum weit, alles weit machen, das Herz aufmachen.